gestern ein Reaction-Video von mir geschaut, dass ich meinen Baronastaff auf 20 gehabt habe. Schon verrückt, wie viel das kostet. Naja. Tatsächlich kann Fly Universe trotz Ultimate Reroll und so immer noch nicht ansatzweise mit Fly PC mithalten. Wenn es um Equipment-Kosten geht. Also Ultimate Bonus und Ulti plus 5 bei Fly Universe ist schon ätzend, beziehungsweise kann echt ätzend sein, wenn man Pech hat. Aber es ist kein Vergleich zu Fly PC. Bei Fly PC ist es eigentlich nicht die Frage, oder also ja, da stellt sich nicht die Frage, ob du Pech hast oder wie viel Pech du hast, sondern selbst wenn du Glück hast, ist es immer noch schweineteuer. Und da kann man sagen, Fly Universe tatsächlich musst du eigentlich nur einmal reinlacken und dann ist es eben nicht so. Also zum Beispiel bei den Ultimate Bonus Scrolls, also hätten sie theoretisch auch machen können. Die können ja nicht negativ sein zum Beispiel. Also klar, wenn du jetzt bei einem Blade, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die schlechtesten Werte wären bei einem Blade, die man so rollen kann. Aber müssen ja nicht mal schlechte Werte sein, es reicht ja schon, wenn es einfach der minimale PvE-Damage und der minimale Crit-Damage sind. Will man es ja auch nicht haben. Also keine Ahnung, statt 4 PvE, 1 PvE, statt 4 Crit-Damage, 1 Crit-Damage und so weiter. Muss ja nicht mal negativ sein. Muss ja nicht mal ein schlechter Wert sein, meine ich. Aber es kann halt nicht negativ sein. Und das ist halt schon ein fetter Bonus. Was habe ich letztens gesehen? HP-Rate oder so bei einem... Ich weiß nicht mehr, was es für eine Klasse war, aber irgendjemand hatte HP-Rate. Sah auch nicht so geil aus. Und ja, ich meine, du kannst natürlich trotzdem Pech haben, dass halt einfach nie ein hoher PvE, Crit Damage, ATK-Wert kommt und du aber genau diese 3 Werte halt haben wollen würdest, bei einem Damage-Dealer zum Beispiel. Klar. Aber wie gesagt, es kann nicht negativ sein. Und bei Ultimate plus 5 kann man immer sagen, naja, braucht man gar nicht unbedingt Ultimate plus 5. Ultimate plus 4 und plus 5 macht damage-technisch wahrscheinlich fast keinen Unterschied. Also theoretisch könntest du immer sagen, ich bleibe einfach bei Ultimate plus 4. Und selbst wenn du Ultimate plus 5 brute forced, also selbst wenn du sagst, nein, ich will Ultimate plus 5 um jeden Preis, ich brauche das, ich will das, ich muss das haben. Also ich weiß nicht, was der Worst Case wäre, aber keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es teurer ist als, sagen wir, keine Ahnung, 300 Oris. So schlecht sind die Prozente eigentlich gar nicht. Irgendwann wird dieser, gibt es ja diesen Super Success, wo du 2 Upgrade-Stufen bekommst. Irgendwann wird der Super Success bei plus 3 kommen. Dann ist es plus 5 und dann hast du es. Also ich würde jetzt mal sagen, so 300 Oris ist wahrscheinlich Worst Case. Das Schlechteste, was ich bisher gehört habe, waren über 100 Oris. Ich weiß nicht genau, wie viel er dann am Ende gebraucht hat. Ich weiß nur, dass er schon über 100 Oris verbraten hatte. Würde jetzt auch nicht so ultra selten sein, dass jemand 100 Oris braucht für plus 5. Aber 100 Oris, was ist das? 5, 6 Milliarden plus halt die Upgrade-Kosten an sich plus die Products. Aber das ist immer noch verhältnismäßig wenig im Vergleich zu Fly PC, wo du halt für jeden Slot, den du erweckt hast, du konntest 5 Slots erwecken oder du kannst 5 Slots erwecken. Und bei einem Damage-Dealer zum Beispiel will man 5-mal Crit-Damage. In der Regel will man 2-stellige Crit-Damage-Werte haben, weil erst die sind so gut, dass man sagt, die rerollt man nicht mehr. Und da hast du eigentlich für jeden Slot Minimum 100 Scrolls gebraucht, von denen eine 300 F-Coin quasi gekostet hat. Also pro Slot 30.000 F-Coin, macht 150.000 F-Coin für eine Waffe. Dann bei einem Blade zum Beispiel 2 Waffen plus 4 Set-Teile. Da bist du dann halt gut und gerne mal bei 600.000, 700.000 F-Coin. Da kann Fly Universe nur von träumen. Also bei Fly Universe so Erwartungswert für eine perfekte Waffe in Anführungszeichen. Oder für eine extrem gute Waffe. Also perfekt nicht. Für eine extrem gute Waffe. Nach den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Vielleicht im schlimmsten Fall wirklich so 300.000 F-Coin. Aber das ist eigentlich schon zu viel. Wahrscheinlich eher so 200.000. Also Fly PC gut und gerne immer noch 3 bis 4 mal so schwer. Und dann bist du auch nicht bei perfektem Equipment, sondern nur bei sehr gutem Equipment. Bei Fly Universe bist du eigentlich fast bei perfektem Equipment. Das Einzige, was halt wahrscheinlich nicht ganz perfekt sein dürfte, sind die Ultimate Bonus und die Ultimate Basic Rolls. Die sind dann halt wahrscheinlich nicht ganz perfekt, außer du hast halt Glück.
Aber auf Live-PC bist du bei den Kosten garantiert nicht bei perfekt. 1000%ig nicht perfekt. Nur so gut, dass du es nicht mehr rerollen würdest. Was aber nicht perfekt bedeutet. So gut, dass du nicht mehr rerollst, ist eigentlich gar nicht perfekt. Wahrscheinlich nicht mehr in der Nähe von perfekt. Also, noch. Klar, es kam noch das mit den Gems dazu, muss man dazu sagen. Wobei man da sagen kann, das wird ja momentan eher noch ignoriert. Weil jeder weiß, ein 10er-Gem kann man gar nicht schaffen. Viel zu teuer. Und die Runen sind ja doch nur teuer, weil sie noch neu sind. Die werden irgendwann auch nicht mehr so teuer sein. Also das würde ich jetzt momentan noch nicht bewerten. Weil das Update noch zu frisch ist dafür. Kann man auch nicht fair bewerten, weil alles, was neu ist, ist immer teuer. Oder extrem teuer. Aber das wird wahrscheinlich zukünftig auch noch extrem viel günstiger. Also die Runen sowieso, da muss einfach nur viel Zeit vergehen, dass es halt einfach jede Rune 1000-mal gibt. Wenn es die mal richtig fett gibt auf dem Markt, werden die zwangsläufig günstig. Und mit den Gems muss man halt gucken. Da muss halt ein Update kommen, wo man halt auch mal Gems auf Stufe 5 oder 6 kriegen kann. Nicht nur Stufe 1 oder 2. Und wenn man die massenhaft auf Stufe 5, 6, 7 oder so kriegen kann, oder in einer großen Menge, dann ist auch Stufe 10 irgendwann nicht mehr so unrealistisch. Ist halt momentan auch einfach zu frisch. Bei den Gems frage ich mich was sie sich dabei gedacht haben. Also wenn diese Werte stimmen, ich habe es nicht nachgerechnet. Ehrlich gesagt, das ist auch ziemlich schwierig auszurechnen. Bisschen komplexer als sonst, weil das Gem-System ja relativ komplex ist für Fly-Verhältnisse. Aber wenn das wirklich stimmt, dass man da mehrere Billionen, Trillionen Penya braucht, plus hunderte, tausende, Millionen von diesen Gems, da frage ich mich halt ganz ehrlich, was hat man sich überhaupt dabei gedacht? Weil die Entwickler müssen das ja wissen, was das für Werte sind. Die haben ja die Werte festgelegt. Und ich meine, die wissen ja, so viel Penya existiert gar nicht im Spiel, um einen 10er-Gem zu craften. So viele Gems werden niemals im Spiel existieren, um einen 10er-Gem zu craften. Da frage ich mich halt, was soll das überhaupt? Warum entwickelt man etwas, was niemals passieren wird? Also, verstehe ich halt nicht. Bei den Rudern kaufst du ja momentan auch keine 60 Mio für 20 ATK. Nee. Das lohnt sich nicht. Und das wäre das gleiche, wenn es bei Live-PC ein neues Update kommen würde und da würde irgendwas Neues released werden, dann würde man das ja auch nicht bewerten, dann würde man auch erstmal warten. Wenn es noch so frisch ist, kann man nicht vergleichen, wäre nicht fair. Oh, mein Pad hat keine Energie mehr.